Mein Eingang war 1. Korinther 11. Denn ich redete über Christus und Gott. Und sie sagten, Gott hatte Mehrwert. Und dann zeigte ich ihnen, dass sie Mehrwert haben als ihre Frauen. Und die Frauen waren dabei. Das wollten sie nicht bekennen, dass der Mann mehr Wert hat als die Frau. Und somit haben sie sich auf etwas eingelassen. Denn das ist das Wesentliche. Christus ist Gott gleich, aber hat eine andere Rolle. Und wenn du das einem Zeugen Jehovas beibringen kannst, wird er nicht lange Zeugen Jehovas bleiben. Beachte, wie vorsichtig er ist. Der Mann, es geht hier um Schöpfungsordnung. Der Mann ist Gottes Bild und Herrlichkeit. Der Mann wurde der Erstgeschaffene. Er war Gottes Vizekönig, der Vizepräsident der Schöpfung. Und Gott will nicht, dass der Mann sein Haupt bedeckt. Denn er ist sein Repräsentant. Wenn wir ein bisschen, weißt du, die anständigsten in der Welt, wenn sie nicht Fußballrowdies sind die Engländer. Wenn wir solche Leute wären, Engländer heute Abend, und Margaret Thatcher in das Zimmer kommen würde jeder von uns ohne Ausnahme uns erheben. Einschließlich Herr Thatcher. Wirklich. Ihr Schatte. Aber dann, wenn wir uns wiederum beruhigen und die Königin England kommt ins Zimmer, dann erheben wir uns alle, einschließlich Margaret Thatcher. Wieso? Weil Margaret Thatcher ihre Verantwortung delegiert bekommen hat von der britischen Königin. Und sie muss ihr Hauptsein anerkennen. Zumindest wie englische Hierarchie ursprünglich gedacht war, ist das die Aussage. Es ist nicht, dass der Mann besser ist. Der Mann muss Gott auch anerkennen, wie Margaret Thatcher, die aufsteht, wenn die Königin kommt. Gott ist höchste Autorität. Beide sind von Gott, wie wir lesen in diesem Text. Alles aus Gott. Aber um Gott zu verehren, ehren wir auf diese Weise den Mann. Denn er stellt Gottes Beauftragung, Gottes Auftrag als Regent dar. Und die Frau ist wie seine Königin. Warum trägt die Frau eine Kopfbedeckung bei bestimmten Anlässen? Denn der Mann wurde nicht um des Weibes willen, sondern das Weib um des Mannes willen. Sie ist des Mannes Herrlichkeit, Vers 7. Das herrliche Wesen an dem menschlichen Paar. Seine Begleitperson, geschaffen um seinetwillen. Sie ist seine Herrlichkeit, nicht seine Sklavin. Wie Matthew Henry schrieb, die Frau wurde geschaffen, nicht aus seinem Kopf, um über ihn zu herrschen, nicht aus seinen Füßen, um von ihm zertreten zu werden, sondern aus seiner Seite, um ihm gleich zu sein, unter seinem Arm, um von ihm beschützt zu sein, in der Nähe seines Herzens, um von ihm geliebt zu werden. Paulus hat die Frau und ihre Stellung erhoben, nicht degradiert in diesem Brief. Und wenn du Paulus zu der herrschenden Judenmeinung vergleichen willst in den Tagen, das Eröffnungsgebet in manchen Synagogen lautete: Herr Gott, Herr des Himmels und der Erde, oder Schöpfer des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass ich weder als Esel noch als Frau geboren wurde. Das haben manche gebetet. Nächste Folie, Christine.
Ups, das ist die falsche. Die andere. Der Mann, dargestellt rechts, sein Haupt ist Christus. Die Frau, dargestellt links, ihr Haupt ist der Mann. Und es geht hier um Herrlichkeit. Weil die Frau die Herrlichkeit des Mannes ist. Eben deswegen, wenn sie zusammen sind in der Gegenwart Gottes, bedeckt sie ihr Haupt. Der Mann lässt seine Herrlichkeit bedecken in der Gegenwart Gottes. Schaut's ab, wir kommen darauf zurück. Darum soll das Weib eine Macht auf ihr Haupt haben, um der Engel willen. Manche sagen heutzutage, die Engel, ja, das sind gesetzliche Prediger. Weißt du, die Reisebrüder kommen, und wenn es nicht in der Gemeinde in Ordnung ist und manche Frauen nicht bedeckt sind, dann regen sich die Reisebrüder auf und dann hat man Schwierigkeiten. Dass diese Engel die Boten der Gemeinden wären. Ist das wirklich, was Paulus sagen will? Das Wort könnte Bote bedeuten, aber ist das wahrscheinlich? Der Zusammenhang, Geschwister, von diesem Vers ist Schöpfungsordnung. Ich weiß, dass die Reisebrüder auch an Ordnung denken. Aber die Rede ist hier von Schöpfungsordnung. Und von Gottes Herrschaft. Und Engel haben immer sehr viel Interesse an Ordnung und an Gottes Herrschaft. Der Mensch wurde nicht der Erste, der sein Haupt entblößte gegen Gott. Es war ein Engel, der nicht zufrieden war mit seiner Stellung, mit seiner Rolle in Gottes Plan. Er entblößte sein Haupt. Er sagte, ich will sein wie Gott. Ich will auf die gleiche Ebene sein wie Gott. Und er hat andere Engel mitgerissen in seiner Rebellion. In 1. Korinther 2 und 3 haben wir Gottes Schöpfungsordnung. Gott, Engel, Mann, Frau und Tiere. Hast du bemerkt, was passiert in dem Garten? Gott hat dem Mann für das Paar einen Befehl gegeben, eine Anordnung. Und der Mann wusste sehr genau, was Gott von ihm fordert und welche Rolle er zu spielen hat. Aber ein Engel, Geschwister, schaut es an, von unten, redete mit seiner Frau. Und die Frau horchte statt auf ihren Mann auf ein Tier. Sie redete nicht mit ihrem Haupt. Und der Mann, stattdessen, dass er mit seinem Haupt über die Frage redet, er hörte auf seine Frau. Ich möchte das wiederholen. Ein Engel, und alle Engel haben das mitbekommen, Geschwister. Ein Engel hat von unten durch ein Tier zu einer Frau geredet. Und sie so weit gebracht, dass sie in Unabhängigkeit von ihrem Mann entscheidet. Und er in Unabhängigkeit von Gott. Und worum ging es, Geschwister? Es ging um Ordnung. Du kannst werden wie Gott. Du brauchst nicht bleiben in deiner gottverordneten Rolle. Und jetzt möchte ich dich fragen, wer ist interessierter an Ordnung mehr? Reisebrüder oder Engel? Sie waren da, sagt Hiob, als die Erde geschaffen war. Sie erlebten die Erde in ihrer Vollkommenheit und sie erlebten den Fall.
Jetzt die andere Folie. In dem Allerheiligsten im Tempel, in der Stiftshütte, waren diese zwei Engel, Cherubimen, die bewachten. Sie waren die Wächter der Heiligkeit Gottes, die Garanten für seine Rechtschaffenheit. Sie schauten, dass die Rechtsforderungen seines Gesetzes erfüllt würden. Sie schauten hinab auf den Ort, wo ein heiliger Gott mit sündigen Menschen in Berührung kommen könnte, weil seine Rechtsforderungen erfüllt wurden durch das Blut eines Opfers. Sie interessieren sich an diese Dinge, Leute. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 9. Paulus sagt, wir können es abschalten und das andere auflegen bald. Paulus sagt, wir sind ein Schauspiel, Menschen und Engel. Gleicher Brief, 1. Korintherbrief, nicht Menschen und Reisebrüder. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 12. Die Engel begehren Einblick zu bekommen in diesen Dingen, in den Plan der Erlösung, in Gottes Vorhaben. Kannst du dir das vorstellen? Die Engel zur Rechten Gottes. Christus sagte, aber Petrus, 12 Legionen von ihnen könnte ich herunterrufen. Und da sind sie. Sie sind schon bereit, im Begriff zu kommen. Sie warten. Und sie nehmen ihn fest. Kannst du dir vorstellen, Gabriel, wie er reagiert hat im Himmel? Als sie unseren Herrn angespuckt haben, hat er nicht gesagt, Geschwister, Gott, lass mich gehen. Lass uns ziehen, wir haben ihn heraus in 5 Sekunden, Gott. Oh, bitte lass uns gehen. Dieses Schauspiel, diese Torheit, wie Gott Mensch geworden mit Allmacht in seiner Hand, in Schwachheit an einem Kreuz stirbt, gequält und gepeinigt von gottlosen Menschen. Die begehren das zu verstehen, Geschwister. 1. Timotheus Kapitel 5, ein Buch neben 1. Korintherbrief, das am meisten zu tun hat mit Ordnung in der Gemeinde. Und Paulus schreibt an Timotheus, wegen Ordnung, wegen der Behandlung von Witwen, von Ältesten, die sündigen und so weiter. Timotheus, schaue, dass diese göttliche Ordnung herrscht. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und König Messias und den auserwählten Engeln, dass du das tust ohne Vorurteil, ohne Ansehen der Person. Engel, auserwählte Engel, Engel, die ihren ersten Zustand bewahrt haben, die nicht gegen Gottes Ordnung gestoßen haben, sie interessieren sich an die Ordnung der Versammlung. Epheser Kapitel 3, Vers 10. Gottes Versammlung stellt auf vielfarbige oder mannigfaltige Weise Gottes Weisheit dar. Sie ist, Epheser 2, sein Meisterwerk, sein Poema. Das Wort ist benutzt zweimal im Neuen Testament. Das erste Mal das Wort vorkommt, Poema oder Gedicht oder Meisterwerk, das Wort, von dem wir Poet oder poetisch bekommen. Sein erstes Meisterwerk war die sichtbare Schöpfung. Wir erkennen, sagt Paulus, die Göttlichkeit, die ewige Macht und den unsichtbaren Gott. An dem Gemachten wird das wahrgenommen, an dem Poema. Aber was sieht man von Gottes Weisheit? Sehr viel. Wir verleihen heutzutage Nobelpreise an Leute, die ein bisschen von Physik verstehen. Und Gott hat Physik ausgedacht. Weißt du, was sagt das von seiner Weisheit? Einiges. Aber oh, was für eine Weisheit ist ausgedrückt in dem, was er in unserem Zeitalter tut. In der Versammlung, wo rebelliöse Menschen, die keinen Gedanken über Gott verloren haben,
Juden und Griechen, verfeindete Völker zusammenkommen, eins gemacht sind, einander lieb gewinnen und aus richtigen Motiven langsam und zögernd, aber sie wollen Gott lieben und dienen. Aber wir könnten viel darüber sagen. Aber die Engel schauen die Gemeinde an. Sie interessieren sich. Und hier haben wir die Chance, Geschwister, diesen Engeln zu zeigen, dass wir die Rasse, die gegen Gott rebellierte, wir wollen seine Herrschaft anerkennen. Wir wollen seine Ordnung anerkennen. Die auserwählten Engel, Hebräer 1 und 2, dienstbare Geister ausgesandt, denen zu denen die Erben der Seligkeit sind. Weißt du, was du bist? Du bist ein Babyprinz oder eine kleine Prinzessin. Du bist ein Mitglied von Gottes Schattenkabinett. Und die Engel, diese Wesen, die wesentlich intelligenter und im Vergleich mit dir allmächtig sind dazu da, dich zu schützen und dir zu dienen im Hinblick auf deine kommende Aufgabe. Und sie sind sehr interessiert an, wie du dein Leben führst und wie ich mein Leben führe. Wir Menschen sind so egozentrisch. Wir meinen irgendwie, wir sind der Ausgang aller Dinge. Wir sind das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Aber die Engel sind wesentlich intelligenter. Sie sind nicht Barockpuppen, die herumflattern. Die sind hochintelligente Wesen. Und es interessiert sie, was wir tun. Eines Tages wird die Verwaltung dieser Welt, werden die Engel abtreten und Christus übergeben, alle ihre Verantwortungen. Und Christus wird dann die Verantwortungen und wesentlich mehr uns übertragen. Und was meinst du, dein Vorgänger, was er hält von dir in deiner Trainingszeit? Und du sagst, na ja, mich taufen lassen, das ist nicht hausnotwendig. Puh, was denkt der Engel dann, wenn er sowas hört aus deinem Mund? Nicht hausnotwendig. Er denkt für ein paar Minuten, dass dein Ziel im Leben Rettung ist. Aber Bruder oder Schwester, du bist gerettet. Du hast das Ziel erreicht und du kannst dich, wenn du solche Einstellungen hast, jetzt den Kugel geben. Mein Ziel im Leben ist nicht meine Errettung. Mein Ziel im Leben ist, Gott zu verherrlichen. Und wenn du ein häufiger Christ bleiben willst, kannst du es. Aber was denkt dein Engel? Überleg mal, in Süditalien waren wir, man geht an einem Auto vorbei vormittags unterwegs zum Strand. Und der Joshua sagt, es ist ein schönes Auto. Ja, das zum Mittag kommt man zurück und die Reifen sind weg. Und man sagt, ja, Joshua sagt, was ist das, Daddy? Ich sage, das ist ein Auto. Und dann nach dem Mittagessen gehen wir zurück zum Strand, wenn es ein bisschen kühler ist am Abend und da ist die halbe Abend und der Motor ist weg. Was ist das, Vater? Das ist ein Auto. Und weißt du, natürlich war Kassettenspieler und alles längst weg. Und dann später, es gibt keine Antenne, es gibt keine Kotflügel, was, es ist immer noch ein Auto. Ich weiß nicht, was für ein Christ du bist. In deinem Zeugnis. Taufe ist nicht hausnotwendig. Kopfbedeckung ist nicht hausnotwendig. Evangelisation ist nicht hausnotwendig. Was denken die Engel? Gott wird die Weltherrschaft einem Menschen anvertrauen, der eine solche Einstellung zu den Ordnungen Gottes hat? Das ist rätselhaft für Engel, das kann ich dir sagen. Wir tun das wegen den Engeln, sagt Gott. Ach, es ist nur ein Symbol. Aber um ihretwillen wollen wir das tun, was der Inhalt unseres Herzens zum Ausdruck bringt. Wir wollen Satan sagen, dass er besiegt wird. Dass Gott letzten Endes so herrlich ist. Er hat unser Herz gewonnen.
Und wir wollen ihm dienen. Und seine Pläne für unser Leben, die Pläne Satans, sind zunichte geworden. Und wir wollen alle Engel und alle Menschen zeigen, dass wir diesen Gott ehren wollen. Und dann Vers 13 bis 15, die Ordnung von der Natur bezeugt, urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass ein Weib unbedeckt zu Gott bete? Oder lehrt euch nicht auch selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist, wenn aber ein Weib langes Haar hat, ist eine Ehre für sie, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist? Paulus appelliert hier nicht an die Schöpfungsordnung und nicht an die Erlösungsordnung, sondern um das angeborene Gefühl, den Sinn für Sittlichkeit unter den Menschen. Aber bitte, wenn du ein anderes Gefühl jetzt hast, im 20. Jahrhundert, und du das Gefühl hast, dass sehr kurzes Haar auch passend ist für eine Frau und längeres Haar passend ist für einen Mann, wenn du das Gefühl wirklich hast, okay, das ist dein Gefühl. Dieser Appell an dich wird vielleicht nicht so stark sein. Aber vergesse nicht Schöpfungsordnung und vergesse nicht Erlösungsordnung. Dass du hier nicht mitdenken kannst oder mitgehen kannst, heißt nicht, dass die anderen Argumente nicht gültig sind. Wenn eine Frau langes Haar hat, ist es eine Ehre, wiederum Herrlichkeit. Jetzt ihre Herrlichkeit. Nicht alle haben langes Haar und nicht alle können langes Haar haben. Es gibt manche Frauen, die wegen Krankheiten oder verschiedenen Zuständen nicht langes Haar haben können. Aber grundsätzlich ist langes Haar ihre Herrlichkeit. Bitte gehen wir nicht von einer Ausnahmesituation aus und sagen dann, das Prinzip ist ungültig. Das ist unfair. Ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, dass 1. Korinther 11 lehrt nicht in erster Linie, dass unsere Schwester ihr Haar nicht schneiden dürfen. Das steht nicht hier. Es ist nur eine Bemerkung, nur eine Feststellung an die Empfinden der Leser. Wenn eine Frau langes Haar hat, ist das eine Ehre für sie. Ist es nicht in Befehlsform? Kopfbedeckung oder nicht bedeckt sein ist in Befehlsform. Verlieren wir unseren Sinn für Proportionen hier nicht. Okay? Aber unser Empfinden, was will er sagen? Er argumentiert von langem Haar und von deren ehrenvollen, von diesem Prachtstück der Frau. Langes Haar ist schön. Es ist ihre Herrlichkeit, ihr natürlicher Schmuck, ihre Verzierung. Gott hat es ihr gegeben. Und du denkst vielleicht, Schwester oder Brüder, kurzes Haar gefällt mir besser bei Frauen. Okay, so denkst du. Aber Maler und Dichter von Jahrhunderten widersprechen dich. Sie widersprechen dich. Oh, die schwärmten jahrhundertelang. Und Paulus und Gott empfindet es anders. Gott hat es ihr gegeben. Du sollst dich freuen, Frau, dass du keine Löwin bist. Weißt du, das weibliche Löwe, die Löwin ist so gewöhnlich, wie eine ausgewachsene Katze. Sie liegt herum am Tag mit ein paar Kätzchen und dann, weißt du, wie ein großes Katzel, sagen wir in Österreich. So uninteressant. Und der Mann mit seiner Mähne kommt aus dem Busch, das Männchen. Das ist ein Viech, Leute. Schau die Vögel an. Beim Stockinten. Was ist der schönste Vogel? Das Männchen. Bei fast allen Tieren ist der Mann das Schöne. Und das Weibchen, sie ist nicht so schön. Aber Gott hat bei unserer Gattung
einen Unterschied gemacht. Bei uns gibt es ein herrliches Wesen und ein weniger herrliches Wesen. Und was lehrt dich? Weißt du, was ich sage jetzt? Ich versuche jetzt, mittels der Natur zu lehren. Es ist kein eingegebenes Argument, was ich jetzt bringe. Aber das ist das Argument von Paulus. Was empfindest du hier? Vers 15 wird öfters missverstanden. Wenn ein Weib langes Haar hat, ist es eine Ehre, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben wird. Andere Übersetzungen haben das anders. Luther, Zürcher, Albrecht und viele englische Übersetzungen, die ich gelesen habe, sagen, ihr Haar ist ihr für eine Schleier gegeben. Nicht anstatt einer Schleier. Manche Leute haben gesagt, schau mal, wenn sie langes Haar hat, dann braucht sie keine Kopfbedeckung. Ja, okay, gut. Probieren wir das. Vers 6 lesen wir wiederum. Und da, wo es geht um Schleier, wir lesen langes Haar, okay? Denn wenn ein Weib kurzes Haar hat, nicht bedeckt ist, so werde auch das Haar abgeschnitten. Hm? Oder jeder Mann, der betet oder weissagt, mit etwas auf seinem Haupt, entehrt sein Haupt. Ja, Vers 6 ist aber besser. Denn wenn ein Weib kurzes Haar hat, sie ist nicht bedeckt, hat ihr Mantel nicht an, ihr Schleier von langem Haar, so werde ihr Haar abgeschnitten. Das ist Unsinn, Leute. Das ist Unsinn. Was ist die Bedeutung des Verses? Gott hat ihr schönes Haar für ein Schleier gegeben. Und das ist ein anderes Wort als die Kopfbedeckung. Dieses Wort besteht aus zwei Stammwörtern, herumzuwerfen. Etwas herumgeworfenes. Hebräer Kapitel 1, Vers 12. Himmel und Erde wie ein Mantel, wie Gewand werden sie zusammengewickelt. Das Haar ist herumgeworfen, wie ein schönes Netzfell, ein Rahmen für ihr schönes Gesicht. Das ist der Sinn von langem Haar. Langem, schönem Haar bildet einen Rahmen für ein Gesicht. Deswegen habe ich mich nie mit dem Halleluja-Zwiebel anfreunden können. Weißt du, man sagt den Schwestern einerseits, dass lange Haar Herrlichkeit ist, das ist Herrlichkeit, und dann verbirgt man die Herrlichkeit in einer Tracht, wo die Herrlichkeit nicht zum Tragen kommt. Aber das ist okay, das steht nicht in der Bibel, mach es wie du willst. Aber ich meine, ihr Haar, Ruhe bitte, wir gehen zurück zum Text. Ihr Haar ist wie ein Mantel, wie ein Rahmen für ihr schönes weibliches Gesicht. Es ist herumgeworfen. Ein wunderbares Prachtstück Gottes. Ein wunderbarer Pelz. Frau, liebe Schwester, du hast ein Geschenk von Gott bekommen. Etwas Schönes, etwas Herrliches. Mich schmerzt es manchmal, was manche tun mit ihr Haar. Aber das ist ihre Entscheidung. Ich würde mich als Bruder in der Gemeinde nie einmischen in so eine Sache. Aber etwas, was wichtig ist. Was sagst du, Mobo? Ja, aber hier in dieser Frage der Kopfbedeckung, es ist sehr wichtig, das ist ein Befehl hier von dem Herrn. Wir wollen wiederum diese Darstellung anschauen, hier am Ende. Überleg das mal, die Frau dargestellt links, sie ist vom Mann und der Mann ist durch die Frau. Und im Herrn und von Gott sind beide. Okay? Gleichberechtigt vor Gott, gleiche Stellung vor Gott. Und die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Und ihr Haar ist ihre Herrlichkeit. So in der Gegenwart Gottes, die Frau bedeckt die Herrlichkeit des Mannes. Sie bedeckt die Herrlichkeit des Mannes
Und sie bedeckt ihre eigene Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit des Mannes und die Herrlichkeit der Frau, was ist das? Das ist die Herrlichkeit des Menschen. Und die Herrlichkeit Gottes, es braucht wiederum Glauben, sage ich das zu fassen, ist ein Smoking mit Flieger. Und meine Frau fährt weiter nach Rosenheim und sie kauft ein Abendkleid für 4.000 Mark. Und ich ziehe, und wir kommen dahin, gell? Ich mit meinem Flieger und Smoking. Und meine Frau so aufgedonnert. Ja. Und das sind Margie. Und der liebe Bruder ist auch da. Und wir kommen auf die Hochzeit. Und auf einmal kommen wir in die Tür und die schauen. Wow. Wie fühlst du dich, Margie? In der Situation, wie fühlst du dich? Wieso? Aha. Wer soll Hauptzugsnummer sein an einer Hochzeit? Die Braut. Das Brautpaar. Und wenn ein anderes Paar die Herrlichkeit an sich reißt, geziemt das sich? Nein, liebe Geschwister, das ist eine Schande. Und ich möchte dich fragen, Schwester, ich möchte dich fragen, Bruder, wessen Herrlichkeit wirst du darstellen, wenn wir zusammenkommen? Wer ist Hauptzugnummer hier? Der Mensch oder Gott? Das möchte ich fragen. Versteht ihr, was ich meine? Oh, es ist nur ein Symbol, sagst du. Ja, es ist nur ein Symbol. Das ist nur ein Symbol. Ein Ehering. Nicht einmal ein biblisches Symbol. Es heißt, dass ich versprochen habe, meine Frau treu zu sein, bis der Tod uns scheidet. Es ist nur ein Ring. Die Treue und die liebevolle Fürsorge ist wesentlich wichtiger als das Symbol, nicht wahr? Aber wenn du mich findest in einem Disco in Gummersbach um Mitternacht, an der Bar mit einer schönen Frau, das ist noch lange kein Beweis. Aber wenn der Ring fehlt, was denkst du? Das ist, was es ist Ehebruch. Das Symbol ist nicht so unwesentlich, Geschwister. Und die christlichen Symbole sind nicht so unwesentlich. Die letzte Stelle, können das abschauen. Vers 16. Wenn aber jemand gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, noch in der Versammlung Gottes. Ich muss leider hier was sagen, denn es gibt Missverständnisse auch über diesen Vers. Man legt das manchmal so aus, ach, ist es nicht wert, darüber zu streiten. Wir streiten nicht in der Gemeinde. Kopfbedeckung, das ist jedem freigestellt. Oh. Schreibt er ein halbes Kapitel im ewigen Wort Gottes, um zu sagen in dem letzten Vers, dass es ein Blödsinn ist und du kannst es machen, wenn du willst, und wenn nicht, dann das ist auch recht? Nein, das schreibt er nicht. Oder zweitens, eine vorbeugende Maßnahme. Menschen werden streitsüchtig sein und wir haben keinen Brauch des Streitens. Oder man soll akzeptieren das, was er sagt als Lehrer des Herrn. Oder die dritte Möglichkeit, und ich glaube, sie ist die biblische. Wir haben keinen anderen Brauch. Vers 2, es geht um apostolische Traditionen. Wir haben keinen anderen Brauch, auch wenn ihr streitsüchtig sein wollt. Dieser Brauch der Bedeckung, wir haben keinen anderen. Und auch nicht die Versammlungen Gottes. Es steht über jede Debatte. Und wenn du liest die Literatur, wirst du sehen, dass in Rom, in Antiochien, in den nördlichen nordafrikanischen Gemeinden es so praktiziert wurde,
genau wie es hier steht. Und du findest kein Gegenbeispiel, zumindest am Anfang. Heute weiß ich, wenn man von der Praxis aller Gemeinde reden würde, dann man würde eher umgekehrt argumentieren. Darf ich am Ende ein paar wesentliche Bemerkungen sagen über diese Sache, damit es nicht missverstanden wird. Die Wirklichkeit ist wesentlicher als das Symbol. Das habe ich eingangs gesagt, das sage ich hier am Ende. Das, was die Symbole zum Ausdruck bringen, ist wesentlicher als das Symbol selbst. Aber 5 kurze Beobachtungen. Ich habe bemerkt, dass Frauen, die hier ein Problem haben ein Problem aus verschiedenen Gründen. Ich möchte 3 anführen. Das erste und das häufigste, was ich begegnet bin, Frauen, die nachdem sie die Schrift verstehen, es entweder nicht verstehen wollen oder nicht praktizieren wollen, tun das nicht, weil sie ein grundsätzliches Problem haben mit der Rolle der Frau in der Bibel. Sie wollen sich nicht unterordnen, sie wollen nicht die gottgewollte Rolle führen und so sie bäumen sich auf gegen diese symbolische Maßnahme. Der zweite Grund ist, dass Frauen, denen ich begegnet bin und wo sie Fragen gestellt haben oder gekommen sind in unsere Gemeinden und dann Probleme bekommen haben oder wie soll man sagen, sie haben dagegen reagiert. Sie kommen aus Traditionen, die es nicht praktizieren. Sie kommen aus einer anderen Tradition und sie wollen es einfach nicht wahrhaben, dass das, was ihre Gemeinde praktiziert hat, irgendwie schief sein könnte. Sie fühlen sich angegriffen durch eine Praxis, die nicht vorhanden ist in ihrer Gemeinde. Genau wie die landeskirchliche Pfarrer in Österreich sich in unserer Nähe ein bisschen sich angegriffen fühlen, dass unsere Gemeinden wachsen auch in ihrer Nähe. Wir sind irgendwie ein Mahnmal für sie. Wenn jemand etwas praktiziert, was in der Bibel steht, und du praktizierst es nicht, fühlst du dich bedroht, du gehst in Verteidigung, du reagierst dagegen. Der dritte Grund ist, dass sie kommen aus Gemeinden, wo diese Dinge praktiziert wurden, aber unglaubwürdig. Und das ist sehr traurig. Viele Geschwister kommen aus Versammlungen, die über die Jahre das praktiziert haben, was wir heute Abend gesagt haben. Und wegen Unglaubwürdigkeit seitens der älteren Generation, die jungen Geschwister wollen es nicht tun. Oder sie kennen Schwestern, die ihren Mann nicht unterordnen und nicht entsprechend leben, oder aber sie bedecken sich und sie wollen diese Heuchelei nicht irgendwie mitmachen. Aber das sind alle keine Gründe. Weil die Bibel sagt was anderes. Zweitens will ich sagen, dass Frischbekehrte, meine Erfahrung ist, Frischbekehrten aus der Welt haben kein Problem mit Kopfbedeckung. Und das ist bezeichnend. Feministen bekehren sich bei uns und bedecken sich am ersten Sonntag. Die Vorsitzenderin der sozialistischen Lehrverein bekehrte sich in unserer Nähe. Du musst dir vorstellen, was sie dachte ursprünglich. Sie hat sich erkundigt, sie hat die Bibel gelesen und am ersten Sonntag in der Versammlung wurde sie bedeckt. Und sie tat das freiwillig, denn wir stehen nicht an der Tür mit Zwangsmaßnahmen. Ich erinnere mich, ich habe das Vorrecht gehabt, meinen Kinderarzt zum Herrn zu führen. Und zum ersten Mal waren sie in der Gemeinde, um zu sehen, was das war, waren noch nicht gläubig Leute. Sie waren da in einem österreichischen Trakt mit einem schönen Schleier, weißt du, die haben hier, diese Seidenschleier sind so schön, sie denken nicht daran, dass man so tun könnte. Aber es ist sehr schön. Und sie fragte die Frau neben ihr, du Marlies, warum sind die ganzen Frauen hier bedeckt oder verschleiert? Marlies sagt, es steht in 1. Korinther 11. Ingrid, Marlies, Entschuldigung, ich bin erst in Lukas-Evangelium. Und dann hat sie sich bedeckt. Sie war gar nicht gläubig.
In Neuguinea, die Brüder haben da Gemeinden in Neuguinea, auf irgendeiner Insel da unten Versammlungen gegründet und die Frauen sind oben ohne, wegen der Klima, gell? Und sie haben ihre Schürze hier unten und ein Bruder war in der Versammlung und lehrte 1. Korinther 11. Und die Frauen sollen sich bedecken, um den Herrn zu ehren. Und die Frauen haben ihre Schürze genommen und sich bedeckt. Liebe Geschwister, die Jungbekehrten haben mit dieser Sache kein Problem im Allgemeinen, wenn sie es gelehrt bekommen von der Bibel. Denn ein Jungbekehrter ist gewohnt, er ist immer noch in der Illusion, dass man Gott gehorchen soll, was er sagt, ohne Abstriche. Und manche von uns, die länger verkehren in Kreisen, wo das nicht immer getan wird, haben gewisse Freiheiten für uns ausgedacht. Dritte Bemerkung. Ich habe neue Kommentare und ich habe alte Kommentare. Ich habe etwa 7 Quadratmeter auf meiner Wand von Kommentaren. Und ich finde es bezeichnend. Wenn ich lese Kommentare aus dem vorigen Jahrhundert, aus den verschiedensten Traditionen, zum Beispiel Hajj von 1. Korintherbrief, eine reformierte Kirchentheologe und andere ähnliche, alle lehren, was ich heute Abend gelehrt habe. Es ist erst in unserem Jahrhundert, dass man begonnen hat, dagegen zu lehren, am Ende des letzten Jahrhunderts. Was sagt das? Hat die Botschaft der Bibel sich irgendwie verändert auf einmal? Oder ist eine andere Strömung doch irgendwie hat einen Einfluss unter uns? Wieso erst jetzt? Natürlich habe ich nicht alle Kommentare gelesen. Vierte Bemerkung. Richtige, schriftgemäße Praxis unterstützt die Wirklichkeit. Eine Frau kam zu mir, eine Frau war in der Versammlung, sie war da seit einigen Jahren, eine Schwester, Ehefrau, und sie war einen Sonntag nicht bedeckt. Und ich habe gedacht, naja, sie hat es vergessen. Und mehrere Schwestern bei uns bedecken sich nicht und niemand zwingt sie dazu, aber sie war nicht bedeckt. Ich dachte, naja, das ist etwa eine neue Entwicklung, aber sie hat es vergessen. Nächster Sonntag, sie war nicht bedeckt. Ich dachte, naja. Aber weißt du, ich möchte das nicht in den Vordergrund haben. Das dritte Mal, und jetzt bin ich wirklich neugierig, sie ist nicht bedeckt. Und das vierte Mal, und ich habe die Geduld verloren, ja, das Stück ist zerrissen. Ich sagte Hartwig, übrigens, ich möchte es nicht zum Hauptsache hier machen, aber ich habe bemerkt, 4 Sonntage lang bist du nicht bedeckt. Wieso? Sie sagte, weil ich mich weigere, meinem Mann zu gehorchen. Sagte ich. Naja, darf ich dir eine Bibelstelle zeigen? Ja. 1. Korinther 11. Zweiter Teil. Wenn du kommst zum Brechen des Brotes, du prüfst dich selbst, du kommst in Ordnung mit Gott und dann nimmst du teil. Du isst das Brot und du trinkst den Kelch. Es sagt nicht, du hast etwas angestellt, so jetzt brichst du das Brot nicht. Nein, nein. Es sagt, prüfe dich selbst und dann esse. Ich sagte, Schwester, prüfe dich selbst und dann bedecke dich. Nächsten Sonntag war ich sehr neugierig. Ja, sie war da und bedeckt. Und als ich schaute, hat ihr Mann irgendwie gesagt aus der Ecke, alles in Ordnung. Letzte Bemerkung. Liebe Brüder, die größte Last im 20. Jahrhundert in unserer Gesellschaft trägt die Frau. Vor 50 Jahren, wo alle Männer mit einem Hut herumgelaufen sind, wir tun das kaum heute, war es eine ganz normale Sache. Man geht zur Kirche, ich rede jetzt im großen kulturellen Sinn, man geht zur Kirche, Hut ab. Aber heute, weil man keinen Hut trägt, im Allgemeinen, und dieser Teil der Sache wegfällt, und die Frauen auch bloß herumlaufen, ohne Hut normalerweise, fällt es unwahrscheinlich auf, wenn eine Frau sich bedeckt. Sie ist unter einem Druck in unserer Gesellschaft, unter einem nie dagewesenen Druck. Es ist nicht leicht. So du passt auf mit deinem Humor, du passt auf mit deinem Sarkasmus,
Und du passt vor allem damit auf, dass du meinst, dass du irgendwas in der Gemeinde besser bist als die Frau. Diese Symbole zeigen uns, dass du nicht besser bist. Eben die Bedeckung der Frau zeigt dir, dass du nicht besser bist. Denn du bist schließlich von einer Frau geboren. Und du darfst es nicht vergessen. Danke für eure Geduld bei dieser langwierigen Auslegung.